Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelstube, und mit Bastelstube meine ich eigentlich mein Wohnzimmer. Heute bauen wir die 2 Billigregale, die ihr hier hinter mir seht, in ein offenes Bücherregal um. Dabei will ich das Bücherregal ein bisschen weiter nach oben setzen, weil wir wohnen in einer relativ kleinen Wohnung und in dieser kleinen Wohnung brauchen wir einfach mehr Bodenraum und mehr Platz für Möbel. Und logischerweise auch mehr Platz für Bücher. Und weil ich zu viel Zeit habe und ich sehr viel Spaß hatte, das letzte Mal das Video zu machen, habe ich gedacht, ich teile heute meine Reise mit euch. Und wie immer geht's los mit der Planung. Dieses Mal nach dem Prinzip aus alt mach neu. Wir bringen 4 Wandschienen an und befestigen die alten Bretter und Wände der Billigregale mit Hilfe von Winkeln an den Schienen. So werden aus 2 Billis 4 große Regale und 2 Reihen kleine Regale. So können wir das Regal anheben und gewinnen hoffentlich neben mehr Platz am Boden auch ein bisschen mehr Platz im Regal für mehr Bücher. Und vielleicht sogar eine Pflanze oder irgendwas anderes. Und damit beginnt auch schon der anstrengende Teil, nämlich alle Bücher aus dem Regal räumen. Und weil wir nicht so viel Platz haben, heißt das Bücherkisten um mich rumstapeln. Alles natürlich unter den wachsamen Augen meines fleißigen Helfers Dr. Watson. Immerhin mal wieder schön zu entdecken, was für Bücher man eigentlich besitzt. Sobald alle Bücher gestapelt sind, geht es ans Auseinandernehmen der Regale. Also erstmal alle Bretter raus und stapeln. Das werden nämlich am Ende dann unsere kleinen Regalböden. Weiter geht es mit dem Umlegen der Regale und der Zerstörung der Rückwand. Wir hatten leider ein kleines Schimmelproblem am Anfang des Jahres. Das heißt, hier kann man leider gar nicht mehr machen als Rückwand zerstören und entsorgen. Danach werden die Rahmenteile des Regals auseinandergeschraubt und wir erhalten nochmal 3 kurze und 2 lange Regalböden. Und das Ganze wiederholt sich dann einfach nochmal für Regal Nummer 2. Danach müssen leider noch die letzten Spuren des Schimmelbefalls entfernt werden. Also wenn ihr mal mit Schimmel zu kämpfen habt, dann denkt dran, dass einfach entfernen nicht ausreicht und man muss auch die Ursache beseitigen. Bei uns war das zum Beispiel eine Kombination aus einem neuen Fenster und einem ausgefallenen Entlüfter. Super ungünstig, super nervig, ich hasse Schimmel, ich hoffe, dass es bei euch niemals passiert. Sobald alles auseinandergebaut und gesäubert ist, geht es an die Vorbereitung der Bohrlöcher für unsere Schienen. Hier sieht man erstmal schön, wie man einen Leitungssucher nicht bedient. Und nachdem ich dann einen Blick in die Anleitung geworfen hatte, ging es los mit dem Piepen. Piepen. Überall piepen. Bis dann irgendwann der Moment der Verzweiflung da war. Und ich erstmal Pause machen musste. Ich war wirklich kurz vorm Aufgeben. Kuba hat mir dann als der gute Freund, der er ist, geholfen, neue Locations für zumindest 3 der Schienen zu identifizieren. Alle 4 konnten wir aber einfach nicht unterbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jedes Piepen authentisch war. Aber das kann ich jetzt der Wand auch nicht mehr nachweisen, ohne dass die Konsequenzen für mich schlimmer sind als für die Wand. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, die Schienen und die Bretter an die Wand zu bringen. Dachte ich. Also Stück für Stück die Bretter anbringen, schauen, dass die Regalböden zumindest einigermaßen in einer Linie sitzen und die Winkel festschrauben.
und dann so viele Bücher wie auf einmal möglich die Leiter hochschaffen und einsortieren. Ich habe beim Ausräumen ganz am Anfang zumindest ein bisschen nach Genre und Mainz oder Kubas sortiert. Das heißt, da konnte ich einfach blind nach Kiste gehen und einräumen. Bis dann irgendwann der zweite Moment der Verzweiflung kam. Indem ich gemerkt habe, dass die Abstände der Regalböden zu groß waren und ich niemals alle Bücher unterbringen würde, die vorher in den Billies saßen. Die Reaktion darauf war logischerweise erstmal Licht aus, Feierabend. Ich musste also alles noch einmal ausräumen, die Abstände korrigieren und alle Bücher noch einmal einräumen. Meine Arme haben es mir am nächsten Tag nicht gedankt, aber durch die Magie des Editing dürft ihr nun direkt das finale Produkt bewundern. Tada! Also ich habe auf jeden Fall ein Regal gebaut und in diesem Regal haben alle Bücher Platz gefunden, die vorher im alten Regal auch Platz gefunden haben. Damit würde ich sagen, der Zweck ist auf jeden Fall erfüllt. Wir haben auch auf dem Boden auf jeden Fall mehr Platz gewonnen. Wir konnten einen neuen Sessel hinstellen, wo der Watson sich hinkuscheln kann. Und damit haben wir auch genau den Platz gewonnen, den wir gewinnen wollten. Würde ich das Projekt wieder machen? Also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass die Wand hinter mir mein neuer Nemesis ist. Das, was da abgelaufen ist, war nicht in Ordnung und ich hätte gerne Kompensation dafür. Also absolutes No-Go. Ich gebe dem Projekt also 5 von 5 Nervensägen. Leider ist das Regal auch nicht ganz so groß geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte auch gerne ein paar Pflanzen untergebracht, deswegen ist es ein bisschen schade, dass es nicht so groß geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, die Abstriche musste ich halt leider machen. Und damit bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich mir wieder sage, das kann ich selber. So, und jetzt so als kleines, trauriges und bittersüßes PS am Ende. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen im Video. Leider ist unsere Peggy-Maus am Anfang dieses Jahres von uns gegangen. Was auch einer der Gründe war, warum ich jetzt zwischen den Videos so lange Pause gemacht habe. Sie wird uns für immer fehlen und wir werden beste Freunde für immer bleiben. Aber zum Glück hat es das Schicksal auch ein bisschen gut mit uns gemeint. Denn kurz danach durften wir einen absolut geilen Typen in unserem Zuhause willkommen heißen. Kein Lebewesen kann ersetzt werden, aber der Dr. Watson hat das Ganze auf jeden Fall ein bisschen erträglicher gemacht. Und er ist der beste Junge, den man sich wünschen könnte und er macht uns super glücklich. Und er wird mir in Zukunft auch weiterhin hoffentlich ganz fleißig bei meinen Projekten helfen und da dürft ihr ihn dann weiterhin bewundern. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal.